Und ich habe die Grüntöne Ensemble damals noch als Kammerorchester von der Heinrich-Böll-Stiftung genannt, initiiert und am Anfang ganz alleine geleitet. Und jetzt sind wir ein ganz großes Ensemble geworden. Ich habe tolle Mitstreiterinnen. Ich habe ein ganz großes Orga-Team um mich herum, die mich unterstützt. Neben mir ist eine fantastische Theaterpädagogin, Miriam Bauer. Sie leitet das Theater, Teil von den Grüntönen, und ich leite das Orchester. So hat sich das entwickelt von dem Benefizkonzert zu einem Konzert für geflüchtete Kinder und Familien, wo Theater dazu kam. Und dann ist es größer geworden, weil wir gesagt haben, wir möchten eigentlich auch noch ihnen die Möglichkeit geben, Instrumente auszuprobieren. Und wir haben so viele Instrumente da, also machen wir ein Instrumentenkarussell am Ende. Alle können die Instrumente ausprobieren. Und beim nächsten Mal haben wir gedacht, vielleicht ist es noch gut, wenn vorher schon was über die Musik besprochen wird, wenn die Motive schon mal klar sind, wenn die Kinder vielleicht auch mitmachen können beim Konzert. Das heißt, nicht nur Instrumentenkarussell, sondern es gibt einen Workshop, der vorher noch stattfindet, wo dann auch natürlich, nachdem ich das auch studiert habe, so mit Musik und Tanz, dies zusammenbringen, auf pädagogische Weise vorbereiten. Dann interaktiv im Konzert können die Kinder mit dabei sein. Und es ist eine Verbindung aus Musik, Tanz und Bewegung. Und danach das Instrumentenkarussell. Für mich bedeutet Grüntöne-Ensemble das Zusammentreffen von verschiedensten Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, aber auch verschiedenen Fähigkeiten, und es trifft einfach alles zusammen. Die vielleicht schwächer sind in etwas, aber auch sehr bereichert sind und gesegnet in anderen Dingen. Und es trifft einfach zusammen. Man findet Zeit, um etwas Gemeinsames zu machen, bringt es den Menschen nahe, und wo ich auch finde, dass es sozusagen friedensstiftend ist. Also das ist für mich das Einzige, was funktioniert. Über die Musik, über die Kreativität, so kommen Menschen zusammen. Ich liebe es, unter Menschen sein und vor allem meine Energie und meine Wärme, dass ich hineinspüren kann, meine Gefühle ist für mich da, als ich tanze, und ich liebe das Tanzen sehr. Das Orchester und das Theater besteht aus Stipendiaten von der Heinrich-Böll-Stiftung, von ehemaligen Stipendiaten. Unser Freundeskreis macht immer gerne mit. Und außerdem nehmen wir, und das ist für uns sehr wichtig, geflüchtete junge Menschen mitzunehmen mit Musik, mit Theater. Und auch junge Leute mit Behinderung machen das mit. Wir nennen unsere Konzerte Begegnungskonzerte, weil Begegnung so vielseitig ist. Begegnung zwischen Musik und Theater, Begegnung zwischen dem Publikum und den Mitwirkenden, Begegnung zwischen Jung und Alt, Begegnung zwischen Menschen, die vielleicht von woanders herkommen, und Menschen, die von hier sind, Begegnung von Menschen mit Behinderung und Menschen, die weniger eingeschränkt sind oder die sehr viel Glück haben in ihrem Leben. Und da gibt es einfach ganz, ganz viel Raum.
Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich wohne in Deutschland seit 2 Jahren und 3 Monate ungefähr. Ich spiele die Instrument Geige und freue mich, dass ich heute mitmachen darf. Und das ist so wie Urlaub mit schönen Leuten und auch mit Musik. Das ist eigentlich das beste Sache. Alle Menschen, die im Orga-Team sind, spielen auch mit, haben verschiedene Talente und Instrumente und Theater und alles, was sie machen. Und auch die Leute im Ensemble haben natürlich ganz viele Aufgaben, die sie machen und die sie erledigen. Und auch während so einem Wochenende wird gemeinsam gekocht, wird gemeinsam geputzt, wird gemeinsam wieder vorbereitet, wird gemeinsam das Buffet hergerichtet. Und es gibt einfach, ja, ganz viel zu tun. Bei dem Grüntöne-Ensemble bin ich jetzt noch gar nicht so lange dabei. Ich habe erst einmal als nur Teilnehmerin mitgemacht und jetzt bin ich seit einigen Monaten auch im Orga-Team dabei, weil ich gleich beim ersten Mal so wahnsinnig begeistert war von diesem tollen Projekt, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt organisiere ich beim nächsten Mal auch gleich mit. Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben näheren Kontakt zu Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen gehabt. Und merke auch an mir selber, dass man vielleicht manchmal dann denjenigen gar nicht genug zutraut oder irgendwie Sorgen hat, so, können die wirklich auch Hauptrollen spielen oder dass manchmal was länger dauert, als man erwarten würde oder es nicht so perfekt ist nach den Standards, wie man selbst Perfektion definiert. Im Flur, im Bad, beim Essen, ständig hat jemand diese wunderschönen Ohrwürmer am Kopf und ständig singt jemand und man hört jemanden, der vor sich hin summt und es ist einfach immer überall Musik da. Das ist so ein zusammenschweißendes Erlebnis und sowas Außergewöhnliches, dass ich mich auch jetzt schon aufs nächste freue. Günler geçerdi, ellerim uzanmaz, dokunamam ki, özlüyorum şimdi çok uzakları. Doğum gününüzü kutluyoruz, iyi akşamlar. I'm an Uzbek guy. I just came from North Afghanistan and from Middle Asia. مهمونان عزیز در کنسرت امروزی ما بسیار زیاد خوش آمده. I'm really feeling happy that I'm introduced with this group and to be a member of this organization. I'm not so much professional about this section, but I'm trying to do my best. I'm learning exactly from those who are working in this organization. The things that we're doing here, it's really enjoyable. All members of this group is really friendly, they're really funny, and they're just encouraging and they're just motivating. That's really, I found it really interesting. Und wenn ihr jemanden trefft, dann versucht doch mal eine cremige Begrüßung. Ich sehe das Grüntöne-Ensemble wirklich so als ein Beispiel und ein Vorzeigebeispiel für eine inklusivere Gesellschaft. Für eine Gesellschaft, die offen ist und wo man sich begegnen kann.